Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video soll es nun darum gehen, wie ich die Siemens-Logo in Node-RED einbinde. Ja, ich werde das am Beispiel der Logo 8 zeigen, nämlich die Logo 8 unterstützt auch das S7-Protokoll. Und das ist hier in Node-RED die Schnittstelle, mit der man die Siemens-Logo mit Node-RED verbinden kann. Ja, fangen wir erstmal damit an, die benötigten Nodes zu installieren. Es geht dann wieder hier über Palette verwalten. Habe ich ja schon im letzten Video gezeigt, anhand des Dashboards installieren und dann gebe ich hier contrib-s7 ein und dann findet er das hier. S7 ist ja wegen dem S7-Protokoll, wie ich ja sagte. Die Logo 8 unterstützt das und darüber erfolgt der Zugriff. Hier steht zwar S7 PLCs, das sind ja die großen Siemens SPS, aber da die Logo 8 das Protokoll hat, funktioniert das auch mit der Logo 8. Ja, ich gehe jetzt hier nochmal auf die externe Seite. Hier sieht man dann die Dokumentation, wie man das macht. Installieren kann man es auch über die normale Konsole. Und genau. Hier unten dieser Abschnitt Variable Addressing ist sehr wichtig. Hier steht nämlich die Adresse, wie ich sie in Node-RED entsprechend dann eingeben muss. Und hier die S7-Adresse. Das ist bei der Logo noch ein bisschen anders. Da gibt es aber auch Tabellen, sodass man da entsprechend die Äquivalenz feststellen kann. Nämlich ein Eingang heißt bei der S7 entsprechend anders als bei der Logo 8. Ja, das wäre es dann im Grunde genommen mit dieser Installation, die ich jetzt durchführe. Wie gesagt, einmal hier wieder klicken und installieren. Ja, das ist nun erstmal das, was wir hier in Node-RED machen müssen, auf der Node-RED-Seite. Nun geht es weiter in Logosoft Komfort. So, willkommen zurück in Logosoft Komfort. Hier müssen wir noch ein paar Einstellungen vornehmen, damit die Logo auch mit Node-RED kommunizieren kann, beziehungsweise umgekehrt. Und das zeige ich jetzt, wie das genau funktioniert und wie ich dann ein Logo-Programm entsprechend schreibe, was eben für die Kommunikation mit Node-RED geeignet ist. Fangen wir erstmal damit an, die Logo für die Kommunikation bereit zu machen. Hierzu gehen wir auf den Reiter Netzwerkprojekt. Das ist jetzt neu im Gegensatz zum Diagrammmodus, wo man ja im Prinzip das Programm schreibt. Aber da wir jetzt eine Kommunikation machen müssen, müssen wir hier diese Kommunikation auch entsprechend hier erstmal einrichten. Hierzu gehen wir auf Neues Gerät hinzufügen und haben dann hier eine Geräteauswahl. Hier müssen wir dann die Logo, die wir nutzen möchten, manuell einfügen. Das ist jetzt in meinem Fall die Logo 8.fs4, also Fertigungsstand 4. Namen kann man so lassen. Man muss nur gucken, dass hier entsprechend die ganzen IP-Adressen, Subnetzmaske und Standard Gateway mit den Daten, die in der Logo hinterlegt sind, übereinstimmen. So, ich habe das mal eben kurz geändert. Wenn wir das entsprechend richtig eingestellt haben, können wir hier auf OK klicken und die Logo wird hinzugefügt. Was jetzt noch essentiell wichtig ist, ist, dass wir die S7-Verbindung einrichten, da die Logo mit Node-RED über das S7-Protokoll entsprechend kommuniziert. Hierzu gehen wir hier auf die Logo, führen einen Rechtsklick aus und gehen hier auf Serververbindung hinzufügen und dann hier auf S7-Verbindung. Serververbindung deshalb, weil Node-RED auf die Logo zugreift und die Logo in dem Fall der Server ist. So, hier müssen wir jetzt noch das Häkchen setzen mit Operator Panel verbinden. Und hier sehen wir dann diesen TSAP-Wert. Den müssen wir gleich auch eintragen. Vorher allerdings das Häkchen bei alle Verbindungsanfragen Serverseite annehmen, setzen und dann TSAP auf 01.00 setzen. So. Das war im Prinzip die Neuerung, beziehungsweise was man zusätzlich einstellen musste. Das wird uns jetzt hier auch in so einer Linie gezeigt, dass das eingestellt wurde. Und nun können wir hier wie gewohnt das entsprechende Programm schreiben. Wichtig ist hier, damit wir mit Node-RED arbeiten können, müssen wir einen Netzwerkeingang und einen Netzwerkausgang jeweils verwenden. Wenn wir das entweder von Node-RED übernehmen möchten, müssen wir einen Netzwerkeingang nehmen, oder wenn wir etwas an Node-RED leiten möchten, dann müssen wir einen Netzwerkausgang nehmen. Ich schreibe mal kurz ein Programm, nur zum Test, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt ein Programm entwickelt, ist ziemlich sinnfrei, aber es reicht zur Demonstration und dazu soll es ja sein. Hier wird einfach das Signal vom Cursor-Taster hoch
an Netzwerkausgang übergeben, damit ich das in Node-RED einlesen kann und verarbeiten kann. Und von Node-RED werde ich ein Signal senden, was dann hier wieder eingelesen wird und auf den Merker 26 geht, damit ich entsprechend die Hintergrundbeleuchtung der Logo auf Weiß schalte. Das muss ich eben noch korrigieren. Ich möchte nämlich die Logo-Anzeige haben, nicht das TD. Das ist dann der Merker 25. Genauso muss ich hier eine unterschiedliche Adresse nehmen. Wir sehen nämlich hier V0.0 und hier auch. Das wird sich überschneiden. Die Adressen müssen einzigartig sein. Deshalb mache ich jetzt hier mal für die Eingabe 00 und dann setze ich das hier entsprechend auf das Bit 1. So, nun können wir dieses Programm auf die Logo übertragen. Es geht halt wieder wie gewohnt. Hier wird dieses Icon mit unserer Adresse. Okay. Und die Logo können wir auch mal direkt auf Run schalten. Weiter geht's auf der Node-RED-Oberfläche. Hier in Node-RED müssen wir jetzt erstmal unsere Nodes platzieren. Die finden wir hier nach der erfolgreichen Installation hier unter PLC. Einmal S7 in und einmal S7 out. In ist quasi das, was eingelesen wird. Hiermit kriegen wir den Wert entsprechend von dem Ausgang, von der Cursor-Taste, vom Netzwerkausgang also. Und mit S7 out können wir entsprechend einen anderen Wert ausgeben. Das möchten wir mit dem Dashboard eben verarbeiten. Hier nutze ich jetzt das Element Switch. Nun müssen wir diese Elemente einfach verbinden. Das geht auch im Prinzip wie in Logosoft Komfort, ist also nichts anderes. Und wir sehen jetzt hier jeweils ein Dreieck und einen grünen Kreis. Das Dreieck ist rot. Rot bedeutet natürlich, da stimmt irgendwas noch nicht richtig. Wir müssen das ja auch alles erst einrichten. Ich gehe mal hier auf S7 in und wir müssen hier einen neuen Endpoint hinzufügen, weil hier die SPS ist. SPS, das kommt halt wieder von der S7. Und zwar gehen wir jetzt hier hatte ich das schon mal eingefügt, aber ich zeige nochmal, wie man es korrekt macht. Wir können jetzt hier einfach auf das Feld gehen und sehen dann hier mehrere Verbindungen. So, hier wählen wir aus Ethernet ISO on TCP, da wir über Ethernet mit der Logo im Netzwerk sind. Und jetzt haben wir hier unsere IP-Adresse. Das ist die IP-Adresse der Logo. Die geben wir mal ein. So, ich habe die eingegeben. Der Port muss Port 102 sein, sonst funktioniert das nicht. Und jetzt müssen wir unseren Modus auf TSAP einstellen. Das hatten wir eben schon in Logosoft Komfort gemacht und jetzt müssen wir die Werte nur noch einstellen. Bei Local TSAP müssen wir dann den Wert 2 entsprechend wieder verwenden und den anderen auf 01 lassen. Zykluszeit und Timeout lassen wir gleich und wir klicken dann hier auf Hinzufügen. So, jetzt haben wir hier wieder diese normale Node, die wir angeklickt haben. Hier müssen wir jetzt eine Variable auswählen. Wir haben hier noch keine Variablen, das heißt, wir müssen welche hinzufügen. Da gehen wir dann wieder hier auf unseren Stift und hier auf Variablen. Nun können wir entsprechend Variablen hinzufügen und das muss hier ein bisschen anders gemacht werden. Und zwar ist es so, dass es in der S7-Entwicklung, in der S7-Sprache, also im TIA-Portal zum Beispiel, da gibt es keine Variable v0.0, sondern es wird entsprechend mit einem Datenbaustein entsprechend eingelesen und deshalb ändern sich hier diese Adressen auch. Die Namen können allerdings gleich bleiben. Ich vergebe da mal Namen. S7 in ist ja Cursor up, nenne ich die mal. Und dann fügen wir noch eine neue hinzu. Das ist dann Backlight meinetwegen, also für die Hintergrundbeleuchtung. Jetzt müssen wir nur noch die Adresse hinzufügen und hier müssen wir dann entsprechend immer db1, da das entsprechend mit einem Datenbaustein eingelesen wird, schreiben. Also Adresse db1. Jetzt müssen wir hier ein Komma setzen. Komma, sehr, sehr wichtig. Kein Semikolon, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und jetzt müssen wir hier entsprechend ein X hinschreiben
und dann unsere Variable. Da war es ja, der Cursor war 0.0 und unser Backlight war Adresse 0.1. Hier natürlich das X nicht vergessen. Entsprechend, wenn man jetzt andere Variablen bei Netzwerkeingang und Ausgang vergeben hat, also die entsprechenden V-Variablen. Ich habe es hier nochmal aufgerufen. Wenn ich jetzt hier V1.1 stehen habe, muss ich natürlich hier in Firefox auch 1.1 haben, wenn ich da in Logosoft Komfort eben 1.1 gewählt habe. Das ist entsprechend die ganze Zauberei hier mit den Variablen im Wesentlichen. Und jetzt müssen wir auf Aktualisieren klicken. So, jetzt haben wir unsere Variablen entsprechend deklariert, erstellt. Und jetzt können wir hier die Variable auswählen, die wir entsprechend weitergeben möchten. Das ist nämlich Cursor Up und gehen hier auf Fertig. So, jetzt müssen wir hier noch den S7 Out einstellen. Da können wir dann entsprechend wieder den gleichen Endpoint nehmen und hier entsprechend die Variable, die sich hier Backlight White nennt. So, jetzt gehen wir auf Fertig und wir müssen nur noch die entsprechenden Nodes vom Dashboard einstellen. Wenn wir jetzt hier auf dem Dashboard-Node sind, zum Beispiel hier, dann können wir uns hier eine Gruppe festlegen. Die habe ich jetzt mal hier Logo genannt. Das kann man hier umstellen. Entsprechend den Namen und in welchem Tab vom Dashboard das angezeigt wird. Da lasse ich jetzt hier mal Home. Man kann hier auch noch beliebig viele hinzufügen, wenn man das möchte. Und so funktioniert das. Ja, hier können wir das entsprechend benennen, wie wir es möchten. Und da kann ich dann zum Beispiel hinschreiben Cursor Key oder Cursor hoch, um es mal auf Deutsch zu formulieren. Und hier können wir dann einfach, ich mache immer das Zirkumflexzeichen, so kann man es ja auch schreiben. Und dann gehen wir auf Fertig. Und wir sehen hier, Name ist entsprechend, wie ich das hier in Node-RED darstelle. Das andere ist, wie es entsprechend auf dem Dashboard gleich dargestellt wird. So, ich habe es nochmal umbenannt. Jetzt gehen wir auf Fertig und wir müssen im Prinzip nur noch das für diese Node jetzt einstellen. Das mache ich jetzt mal schnell. So, das habe ich jetzt auch mal hier in Node-RED Backlight W genannt und auf dem Dashboard heißt es dann entsprechend Hintergrundbeleuchtung weiß. Ja, hier kann man wie gesagt die Kategorie einstellen und genau, hier gehen wir dann auf Fertig und wir sehen jetzt, diese roten Dreiecke sind alle weg und alles ist okay. Jetzt müssen wir diese Node im Prinzip erstellen, beziehungsweise den Flow müssen wir erstellen und das machen wir hier auf Deploy. Dann wird das im Prinzip alles übersetzt, alles verarbeitet und das dauert ein bisschen. So, wir haben es jetzt erfolgreich implementiert. Wir haben einige nicht verwendete Konfigurationsnodes, das soll aber nicht so schlimm sein. So, jetzt geben wir einfach ein neues Fenster und geben hier entsprechend wieder die IP-Adresse bzw. die Adresse vom Gerät an, wo Node-RED installiert ist. Hier ist es jetzt mein normaler Windows-Rechner, weil es auf Windows läuft und entsprechend auch mit dem Port, über den wir auf Node-RED zugreifen. Und jetzt schreiben wir hier UI hin für User Interface. So, hier sehen wir nun unser Dashboard und entsprechend unseren Aufbau, den wir uns vordefiniert haben. Hier können wir dann nun entsprechend zum Beispiel die Hintergrundbeleuchtung auf weiß setzen. Ja, da sehe ich gerade an meiner Logo, es tut sich nichts. Dann müssen wir mal eine kurze Fehlerdiagnose machen. Backlight White. Ah ja, hier, die Adresse stimmt nicht ganz. Es kommt auch mal vor, dass man einen Fehler macht. Aber dann gehen wir hier auf Variablen und ändern das entsprechend. So, jetzt aktualisieren wir es wieder. Fertig und gehen nochmal auf Deploy. Und nun sollte es eigentlich wieder funktionieren. So, ich sehe es, es funktioniert. Ich logge mich mal auf meinem Webserver ein, um zu zeigen, dass es auch funktioniert. Und dann zeige ich noch, dass es entsprechend mit der Cursor-Taste auch funktioniert. So, ich bin nun noch im Webserver von der Logo. Ich bin hier mal unter die Variablen-Funktion gegangen, nämlich hier auf diesem Betriebsmittel.
Da sieht man leider nicht, wie die Hintergrundbeleuchtung ist. Das funktioniert hier gegenwärtig noch nicht, aber man kann ja hier die Variablen auslesen und da der Merker für die weiße Hintergrundbeleuchtung ja der Merker 25 ist, kann man das hier sicher anzeigen lassen. So, ich habe hier mal einen Switch. Wenn ich den jetzt mal betätige, sehe ich, dass entsprechend der Value auf True geht. Ich sehe auch an meiner Logo, dass die Hintergrundbeleuchtung weiß an ist und dass es entsprechend funktioniert. Aus geht's an und wieder aus. Jetzt gehe ich hier bei mir mal auf das Betriebsmittel. Gehe hier in den Modus, dass ich die Tasten benutzen kann. Und ich sehe entsprechend, dass dieses Signal auf Drücke entsprechend auch in Node-RED ankommt. Ja, das soll es mit diesem Video auch wieder gewesen sein. Ich hoffe, es war verständlich. Wenn noch Fragen aufgetaucht sind, gerne ab damit in die Kommentare. Wenn es gefallen hat, einen Daumen hoch. Und wer keine neuen Videos zu Node-RED, Siemens Logosoft, ETS5 oder anderen Themen der Hausautomation verpassen möchte, der sollte unbedingt auf den Abo-Knopf klicken. Ich bedanke mich fürs Zusehen und tschüss.